Die Saat des Mitgefühls, das sind die spirituellen Wurzeln des Veganismus. Was bedeutet es, ein wahrhaft mitfühlendes Leben zu führen? Immer mehr Menschen finden die Antwort im Veganismus, einer Lebensweise, die allen Lebewesen gegenüber Mitgefühl zeigt. Veganismus ist kein moderner Ernährungstrend, sondern hat tiefe Wurzeln in der alten Weisheit. Eine Botschaft der Verbundenheit und Ehrfurcht vor allem Leben. Religionen können uns Wege aufzeigen, wie wir ganzheitliche Nachhaltigkeit im Umgang mit den anderen Lebewesen erreichen können. Die Entscheidung für eine vegane Lebensweise entspringt oft einem tiefen moralischen Erwachen. Eine spirituelle Dimension, die mit den Kernlehren verschiedener Religionen und Philosophien übereinstimmt. Jesus, der Inbegriff des Mitgefühls, predigte ein Evangelium der Liebe und Barmherzigkeit. Obwohl Jesus das Thema Tierschutz kaum explizit ansprach, betonte er doch einen tiefen Respekt vor der gesamten Schöpfung Gottes, die nicht nur den Menschen umfasst. Selig sind die Barmherzigen, lehrte Jesus in seiner Bergpredigt, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Diese Worte sind eng mit dem veganen Ethos verbunden. Ein Ethos, das den innewohnenden Wert jedes Lebewesens anerkennt. Christliche Lehren betonen oft die Verbundenheit allen Lebens. Ein Konzept, das sich im veganen Prinzip der Schadensminimierung widerspiegelt. Das Bild vom letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern von Leonardo da Vinci zeigt einen leeren Teller. Kein Tier mehr essen. Keine Geschöpfe mehr opfern. Wenn der Mensch nach der Genesis dazu berufen ist, die Erde zu bewahren, dann gilt diese Verantwortung auch für die Tiere, die uns anvertraut sind. Die Ausbeutung der Massentierhaltung steht in krassem Gegensatz zu der mitfühlenden Fürsorge, die Jesus während seines Wirkens vorlebte. Wenn wir unseren Kreis des Mitgefühls auf alle Lebewesen ausdehnen, verkörpern wir umso mehr den wahren Geist der christlichen Liebe. Judentum und Islam bieten durch ihre Speisegesetze weitere Einblicke in das Verhältnis zwischen Spiritualität und unseren Ernährungsgewohnheiten. Kashrut, das jüdische Speisegesetz, beschreibt erlaubte und verbotene Lebensmittel und betont den Respekt vor Tieren. Halal, das islamische Äquivalent, hat ähnliche Prinzipien und unterstreicht die Bedeutung der Minimierung von Tierleid. Obwohl keine der beiden Traditionen explizit für Veganismus plädiert, betonen sie doch einen achtsamen Konsum und einen ethischen Umgang mit Tieren. Diese Speisegesetze fördern ein Bewusstsein für die Lebensmittel auf unseren Tellern. Das bedeutet, dass jede Mahlzeit eine Entscheidung ist und eine Gelegenheit, unser Handeln mit unseren Werten in Einklang zu bringen. Frage: Könnten diese alten Traditionen einen Rahmen für einen mitfühlenderen und nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln bieten, der im Einklang mit unserem heutigen Wissen über die ethische Dimension des Veganismus steht? Hinduismus und Buddhismus bergen uralte Weisheit und zeitloses Mitgefühl in sich. Hinduismus und Buddhismus, die auf dem Prinzip der Gewaltlosigkeit Ahimsa basieren, liefern gewichtige Argumente für eine pflanzliche Lebensweise. Ahimsa, ein Eckpfeiler dieser Tradition, gilt nicht nur für menschliche Interaktionen, sondern für alle Lebewesen. Diese Ehrfurcht vor dem Leben findet ihren Ausdruck in veganen Praktiken, die eng mit spirituellem Wachstum und Erleuchtung verbunden sind. Die Lehren buddhistischer Meister wie Thich Nhat Hanh betonen die Verbundenheit aller Lebewesen. Wenn wir Tiere töten, um sie zu essen oder sie ausbeuten, schreibt Thich Nhat Hanh in Die Welt, die wir haben,
zerstören wir unser eigenes Mitgefühl. Der Hinduismus mit seiner Betonung von Karma und Reinkarnation unterstreicht die Idee, dass unser Handeln Konsequenzen hat, nicht nur für uns selbst, sondern für alle Wesen. Diejenigen, die sich für eine vegane Lebensweise entscheiden, streben danach, im Einklang mit der Natur und all ihren Geschöpfen zu leben. Eine Ernte des Friedens, innere Harmonie durch Veganismus kultivieren. Die spirituellen Gründe für eine vegane Lebensweise sind vielfältig und facettenreich. Vom christlichen Aufruf zum Mitgefühl bis hin zum buddhistischen Prinzip des Ahimsa. Ein roter Faden, der unsere Entscheidungen mit unseren Werten verbindet. Die Entscheidung für eine vegane Lebensweise kann zu einer zutiefst spirituellen Praxis werden. Wir bringen unser Handeln in Einklang mit Mitgefühl und Gewaltlosigkeit. Wir können die Entscheidung für pflanzliche Lebensmittel als Ausdruck der Verbundenheit sehen. Mit den Worten von Will Tuttle: Veganismus ist die Ehrfurcht vor dem Leben. Eine Ehrfurcht im Einklang mit dem spirituellen Herzen der Menschheit. Eine friedlichere und gerechtere Welt für alle. So entsteht eine ganzheitlichere Nachhaltigkeit.